Heute geht es um einen ganz speziellen Clash Royale Server, über den 99,9% aller Spieler überhaupt gar nichts wissen. Denn Clash Royale hat 2021 einen separaten Server exklusiv für China rausgebracht. Und was da mittlerweile abgeht an Features, an Dingen, ist einfach nur unglaublich. Alle Änderungen, die dieser Server gegenüber unserem hat und was wir vielleicht in unser Spiel zukünftig bekommen könnten, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt. Plus nicht vergessen, gerne auch Code BigSpin gratis im Shop eintragen und natürlich am 17.11. kommt dieser brandneue Merch mit Hoodie, Tasse und natürlich unterschriebene Autogrammkarte raus. Nämlich jeder auf 500 Stück, deswegen gern schon mal in der Beschreibung vorregistrieren. Ich würde sagen, wir gehen rein. Der YouTuber Havok hat nämlich genau zu diesem Thema ein Video gemacht und auch wenn ich euch einige Sachen aus dem Video schon mal in einem zeigen wollte, habe ich es nie geschafft. Deswegen werden wir jetzt darauf reagieren. Lasst auf jeden Fall Liebe bei ihm da. Die Beschreibung ist natürlich jetzt mit dem Link des Originalvideos versehen. Ich würde sagen, wir gehen auch schon rein und schauen mal, was sich so verändert. Ihr seht hier schon anderes Logo erstmal. The Chinese version of Clash Royale is weirder than you think. Ja. There are different chests, Schaut euch das allein schon an. Das wird uns alles in diesem Video erwarten und ihr seht, das Ganze ist wirklich sehr, sehr anders. modes, magic items, Ja. even currencies. I mean, Das there's ist a krass. lot to discuss, and I've been wanting to make this video for a while, Ja. but it just seems like the game keeps changing. They've been removing things, Ja. adding things. So the list Ihr müsst wissen, auf dem chinesischen Server tut sich die ganze Zeit was und wir bekommen es eben kaum mit, weil wir keinen Zugriff auf den chinesischen Server haben und die chinesischen Spieler jetzt auch nicht irgendwie auf den Plattformen wie zum Beispiel Reddit so krass verkehren, dass das Ganze eben so ans Tageslicht gerät. Es kommen immer wieder kleine Sachen ans Licht, aber insgesamt wissen wir eben nicht, was sich zum Beispiel gerade jetzt unbedingt auf dem China-Server abspielt, weil er eben so isoliert ist. Aber the wir gucken things I rein. wanted to look at just kept evolving. Ja. But to understand a lot of these changes, I first wanted to answer one simple Der question Rechte that hat a lot of Untertitel, us aber er are hat es wondering. eingeblendet. Why? Well, Ja. it all started in Richtig. 2021. Jetzt erklären wir erstmal warum. Chinese officials had to put a halt on game publishing due to new strict laws Ja. for mobile gaming and esports. During Genau. this time, Tencent, the majority owner of Supercell, could not update any of their games in China, and that of course included all Supercell games there. To abide by these new laws, the only solution was to have China-specific versions of the games that they can modify Ja. that wouldn't impact the rest of the world. And Also genauso wie ich es gesagt habe, die chinesische Regierung hat irgendein Gesetz erlassen, wo es hieß, okay, ihr dürft das Spiel so nicht weiterführen und damit Clash Royale eben trotzdem in China laufen kann, musste es diesen Server geben. on March 16th, 2022, this will become a reality. Clash Royale entered what seemed like Also a vor über regularly einem Jahr. scheduled maintenance break, but this one was much longer than usual due to them needing to migrate all players in China Das from ist richtig krass. Die haben einfach alle Spieler genommen und sie einfach vom globalen Server auf den chinesischen Server gepackt, weil anders geht's ja nicht. Sie mussten diese Teilung eben per Gesetz vornehmen, sonst hätten sie Clash Royale da nicht mehr liefern können. Und China ist ein sehr, sehr großes Land, dementsprechend hätte das natürlich keinen Sinn gemacht. Aber es ist global krass. servers into their own. But not only was it a server split, the game was now on a brand new game client, which meant it was its own version of Clash Royale. Das heißt, wir haben im Prinzip nicht nur einfach Clash Royale genommen und gesagt, okay, hier spielt jetzt China, da spielt der Rest. Es ist eben ein ganz eigener Client gekommen und damit natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Und gerade das finde ich sehr, sehr interessant, weil das im Prinzip zeigt, dass Clash Royale, wenn sie wollen, doch einige Dinge groß auch ändern können. From here on out, game updates, new features, and seasons will have to be added separately to this version, which wouldn't happen immediately. Ja, But also, now they could add different features. Digga, was ist das? Okay, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich ehrlicherweise nie gesehen, muss ich sagen. Ich beschäftige mich zwar ein bisschen damit, aber das ist mir neu. Including ones that wouldn't have been received well in Western countries. Das ist krass. The first thing I wanted to look at is the monetization in Okay. this game. Erstmal This is not going to Monetarisierung. be in Wie any verdient die specific Geld? order. I'm just going to be breaking down the various Digga, was ist das? Wie sieht das hier aus, Junge? Okay, das ist, also es ist cool, wahrscheinlich hier die einzelnen Seltenheitskarten, aber, beziehungsweise Joker, aber wir gucken mal. ways you can spend money in this version, Yeah. which is a lot. Probably the most controversial feature is the new gacha system. When you go to the ist shop das tab, denn? right off the bat, there is a lot going on here. Tons of different tabs. Also das sieht man erstmal, die Tabs kennen wir gar nicht, ne? Muss man sagen, das ist alles neu für uns im Prinzip. Und das soll wohl alles im Shop sein. Also allein das ist eine wilde, wilde Shop-Gestaltung. Special offers, items, cards, Yeah. and currencies. The new chess system is located in the cards tab, and there are 5 different subsections. Those represent Okay, common, rare, also das epic, ist dann der legendary, Cards-Tab. Okay, interessant. and wild. That last one might be a little different, but I'm not entirely sure. The translation is a little funny. In each of those tabs, you'll find a chest that can be opened with special keys. Digga, was that ist
das denn? Die haben 5 verschiedene Kisten für alle Seltenheiten oder was? Only open the rarity there for. These Okay, das keys, ist of krass. course, cost real money, and there are tons and tons of offers for these keys. Digga, was ist das für ein System? Das ist völlig anders als bei uns. Und da bin ich auch wirklich froh, dass wir so einen Shop haben. Ich meine, Clash Royale ist schon ein bisschen, ne, mit Pastoral und so weiter, schon ein bisschen Pay-to-Win in Anführungszeichen geworden, durch eben den Diamantpass und so weiter. Aber das sieht ja also erstmal giga kompliziert aus und meistens ist kompliziert bei solchen Sachen nicht unbedingt gut. In the shop. Some are free, but it's just very overwhelming how many of them there Ja, are. richtig. Ist einfach überwältigend. Luckily, they can also be found in in-game events like challenges. Okay. Next to the chest, it displays what Das you ist wiederum cool, dass sie diese Ingame-Items in Challenges anbieten. Das ist cool, das würde ich mir ja auch mal wünschen, dass sie da ein bisschen mehr wieder in Challenges bringen, damit die Leute wieder mehr Challenges spielen. Aber gut. could pull from that chest, and these may seem like a good bang for your buck, but the drop rates for the cards in these chests are Digga, very low. There Wie schlecht ist das denn? 0,002%. Was ist denn das für eine Kiste? are 3 zeros in Also, es ist ja krank. Was sehe ich denn that hier? number. More often than not, you're getting a couple commons, rares, and epics in all of the chests. The rarity doesn't Digga. matter. You're going to be pulling anything but what it says most of the time. Das It's pretty ist ja apparent that this krank. was designed to get you to spend as much money Das as heißt, du öffnest so eine Kiste und du hast die legendären Karten da, aber du hast so eine 0, immerhin sind die Wahrscheinlichkeiten offengelegt, aber das macht es jetzt nicht so krass besser, wenn die Wahrscheinlichkeit 0,002% beträgt, dass du eine legendäre mit diesem. Das ist schon, das finde ich harten Tobak. possible. Trying to chase those 20x legendary packs that you'll probably Digga, ist not das get. krass. This was Die baiten praktisch in Anführungszeichen, also die werben mit diesen 20 Legendären auf einmal, die übel krass sind, aber du bekommst die halt einfach nie. Das ist schon sehr, 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 sehr. Ich meine, wenn du hier eine Clash Royale Kiste öffnest auf unserem Server, dann bekommst du immer garantiert irgendwas daraus. Ja, du hast eine recht feste Wahrscheinlichkeit, du hast in den meisten Kisten eine garantierte Legendäre irgendwie und es ist bei weitem nicht so krass. taken to the extreme, Das and finde it's ich sad to heftig. see the game in this state. It does appear there is a limit to how many of these keys you can use per day, but Okay, it's so immerhin ein Spending-Limit, aber 1000 Schlüssel, würde ich jetzt mal behaupten, sind jetzt auch nicht wenig, ne? high there might as well not even be one. It's only there to comply with some regulations Ja, there. richtig, You can genau. also hold thousands of these keys for each rarity. It seems they want this new system to be the main way to progress in this version of ist the game. krass. They want you to have tons of keys and open a lot of chests. This version also has the regular Also ich finde es interessant, ich finde es wirklich interessant. Ich würde es gerne mal so oder einfach mal so machen, damit ich weiß, wie gut oder schlecht es wirklich ist. Aber es sieht schon wirklich, wirklich nicht vorteilhaft für den Spieler aus, bin ich ehrlich. Pass Royale we're all familiar with, but it took them a while to have it all updated. For example, Okay. not too long ago, there was a pass with old skins and non-exclusive emotes. This was before their major 2023 update, so Okay. it seems they were scrapping old assets together to make some season out of something, at least. Eventually, they did get updated seasons along with the new Pass Okay, Royale changes. okay. but Also der they Passrohr war ein bisschen schäbig, jetzt ist er scheinbar normal, also wie bei uns. also got another kind of pass that is entirely separate from Pass Royale. This Okay. is a special pass. Digga, was ist das denn? Okay, das ist wild. And as far as I've read with translations and whatnot, it seems to be exclusive for those who have at least one card below level 13. So basically, non-max players. You progress Okay. through this pass with Hey, a das ist aber cool für Non-Max-Players so einen neuen Pass zu haben, das ist erstmal cool. Erstmal eine coole Sache, würde ich sagen. new ticket currency, which we'll talk about in just a minute. Aber was ist das? Das ist diese, also Ticketwährung habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob noch eine weitere Währung so geil ist, aber wir lassen uns erstmal überraschen. Each tier contains just enough cards and gold for you to upgrade those cards shown in the tier. So essentially, each tier is a bundle deal for pretty much every card you don't have maxed. Das ist eigentlich geil. Das ist eigentlich genau das, was du haben willst, oder nicht? It does appear to have some free tiers, but Eigentlich those cool. can only be accessed once you unlock the previous tiers that cost tickets. So it's Okay, not really also dieser Pass kostet scheinbar, hier sehen wir auch so einen grünen Poison, der Poison scheint auch anders zu sein. Wir sehen, der Pass kostet offenbar diese Tickets. Jetzt ist die Frage, kriegt man die Tickets für echt Geld oder gibt es die irgendwie anders? free. On paper, it doesn't sound like a terrible deal. Richtig, eigentlich ganz cool. Max all of your cards with tickets. Simple enough, right? So how Ja. do you get these tickets? Well, Ich you might have befürchte, jetzt wird's ekelhaft. already guessed, but it's with real money. Nun, okay, also haben sie praktisch einfach eine neue Währung für den Pass Royal gemacht. Also für dieses Fake-Pass Royal-Ding. Womit man dann auch Geld ausgeben kann neben Gems, um dann sich diesen Ding, also das ist jetzt wild.
In fact, these tickets are... Was? Okay, also sie haben eine komplett neue Währung gemacht. Das heißt, du hast jetzt keine Gems mehr, die du kaufen musst, offenbar, für Echtgeld, sondern du hast nur noch diese Tickets. Okay, das ist wiederum interessant. Basically. In the shop, you'll find a tab. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil damit hast du immerhin eine Währung, wo du dann dein Geld investieren kannst. Du hast nicht irgendwie 5 Auswahl oder Gems und Tickets. Was kaufst du? Wenn du mit Tickets alles machen kannst, wiederum okay. For these tickets, and to buy gems, you need to have some tickets. Aber es ist trotzdem ganz, ganz wild. Warum machen sie es nicht direkt für Gems, ist die Frage. The tickets are essentially a middleman, and it was most likely made this way to dodge certain laws around Okay, es wurde wahrscheinlich so gemacht, um irgendwelche Gesetze zu umgehen. Interessant. purchasing in-game currencies and gambling. Unfortunately, this just complicates the process, and they couldn't even make the packs equal the amount of gems. So if you buy a 640 ticket pack, you cannot buy the equivalent in gems. Oh, ist das ekelhaft. Oh Gott. Du kaufst genau das Ding. Und ihr seht, normalerweise, der Preis für dieses Teil, ja, du bezahlst in China den Preis, den du normalerweise bei uns für die Gems bezahlen würdest, für die Tickets. Aber 640 Tickets bekommst du und 680 kosten die Gems. Boah, das ist eine üble Nummer. Because you'd be short 40 tickets. It is truly very greedy of them to do that, but Also, das ist wirklich. Oh, nee, das finde ich ja gar nicht geil. sadly, it seems Tencent gets away with a lot more in China. Clash Royale has turned into Tencent's playground over there. Das ist and krass. unfortunately, there's nothing the players can do about it. The gameplay of this version is Das finde ich gerade wirklich frech, muss ich sagen. Aber er sagt schon, ne, sie können da scheinbar offenbar machen, was sie wollen, so wie es aussieht. largely the same, especially as of recently. You have all the same cards, you Okay, make a deck, es ist das gleiche Game immerhin schon mal, also du hast die gleichen Karten. and you battle against other players in various modes. What makes Clash Royale is still present in this Okay, version. also However, Clash Royale an sich im Kern funktioniert er immer noch gleich. Das ist ja auch schon mal ganz gut zu wissen, so, weil man dann lohnt sich auch nicht irgendwie darüber oder irgendwie da, keine Ahnung, sich irgendwelchen Weg zu finden. Ich weiß auch nicht, ob es da welchen gibt. Ich empfehle euch das auch nicht. Aber das scheint sich dann offenbar nicht zu lohnen. there have been some major changes in the past. Let's start with a feature that was recently removed, a ladder where you can ban cards. Was ist das denn? Man kann Karten in Ladder bannen? Okay, das wiederum finde ich auch ultra. Das finde ich eigentlich geil. You heard Ich würde die that? ganze Zeit auf den X-Bogen bannen, klar. Right. There was no Path of Legends or the updated Trophy Okay, Road. das gab es alles nicht. Kein Pfad der Legenden. This is what they had. It happened around the summer of 2023. You would get one of those tutorial pop-ups if you reached 5,000 trophies. And then it explained the new ladder system. You got to pick Alter. a card to ban, then make 2 decks. One main deck and one alternative. Wie geil. Du hast einfach die Möglichkeit, dann eine Karte zu bannen und dir 2. Also, das muss ich sagen. Das finde ich einen richtigen W. Das müssten sie eigentlich hier auch machen. Das finde ich ultra geil. Erstens, klar, dazu gehört dann auch ich, ne? Aber du bist nicht geforst, die ganze Zeit ein Deck zu spielen. Also, du bist geforst, besser gesagt, 2 Decks zu haben, die du gut kannst. Und du kannst eine Karte bannen, finde ich ultra geil. None of those decks could have the same cards. Ja, And also praktisch Dual-Modus in Light. each deck had to contain 5 cards at level 11 or higher. There was even a counter at the bottom of the Okay, deck that krass. checked to see if you met those requirements. After all of Das that, ist wiederum wild. Warum sollte man nur spielen können mit Karten über Level 11? you could go into a match, and if you or your opponent happened to have one of those banned cards in your main deck, your deck would get swapped with the alternative one. Digga, also das muss ich sagen, wenn sie, das ist so eine Sache, wo ich mir wirklich denke, schreibt dazu bitte eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Aber das ist einfach nur eine unendlich geile Sache, die sie auch einfach mal hier, warum machen sie nicht eine Season? Sie haben auch schon Mega Draft gemacht. Warum fügen sie das Feature nicht ein? Sagen, jeder kann 2 Decks machen, super geil, und dann wird einfach ein Deck genutzt, je nachdem, welche Karte gebannt ist, dann Alternativdeck oder halt der Medic. Finde ich unendlich geil. A little confusing, but I guess it makes Ich finde das super geil. Das ist ein absolutes W-Feature. Allein, wie sie es in so eine Challenge machen würden, wäre es schon richtig geil. The rest of the match was basically normal Clash Royale. Das ist super. With a few changes, which Also we'll das get ist into. das einzige, bisher das erste und einzige, was mich wirklich begeistert. Der Rest ist irgendwie dumm, aber das ist geil. In a second. The trophy road track was also different. You progressed Okay. through these leagues that looked entirely different, represented by Roman numerals. Das ist wild you auch, won ja. these stars from battle, and Aber da frage ich mich, warum würden sie das ändern? Ich meine, die Ligen in normalem Clash Royale waren ja jetzt nicht, sind ja jetzt nicht schlecht. Warum würden sie was die Spieler davor gewöhnt waren? Ich meine, die wurden alle auf diesen Server gepackt. Warum ändern sie das? that is the way you progress through the leagues above 5,000. Each of those leagues have an only chest and Digga, gold da ist ein Sparky in der Liga, Junge. Mensch, stell dir vor, du bist in der Sparky-Liga, Digga. Verloren sind hoch 10. offer. No cards or anything else. Honestly, I'm pretty surprised that there was no keys up there.
It seems it wasn't exactly popular though, as this was short-lived, or perhaps it was just a distraction from the lack of updates and was supposed to be temporary all along. Just a couple months later, the new Path of Legends and Trophy Road was introduced. Also die haben das Feature scheinbar später bekommen als wir. Yeah, they had barely just gotten this over a year late. But even those had their changes. Trophy Road had no trophies. Instead, you had those stars we previously mentioned. They worked the exact same way. Aber warum machen die sowas? Ich verstehe gar nicht, liegt das auch in den Regelungen oder das macht doch gar keinen Sinn? Trophy Road with the stars. Honestly, this is one of the only features that made more sense, which is why I'm surprised that it seems they have added the trophies back. Yeah, this is what I meant earlier by the game changing all of the time. One season you have one feature and the next it's entirely Warte mal, warum spielt da jemand einen Super Mini-Packer mit Trophäen? Different or completely gone. As for the Path of Legends, apparently when it was first added, Also there es was ist alles komisch da. no level cap, making it very unfair. However, kein Level Cap, Digga. Ich verstehe halt nicht, wie kann dieser Server ein Jahr später das Feature bringen und es dann nicht mal gut machen, dann einfach kein Level Cap machen. Also das macht für mich hinten und vorne keinen Sinn. I didn't find any gameplay of that, and in recent footage, it does look like there is a cap now. Another interesting difference in that version that also got removed recently was increased stats for everything. This seems to have been around the same time they had that ban mode in Ladder. Warum würden die denn Stats increasen? Was ist das denn? 700 Schaden von der Rocket, Bro, WTF! I noticed the rocket did over 3,000 damage Warum machen and sie almost das? 800 to the towers, much higher than a max rocket in the global version. This was for every card in the game, and ich habe langsam wirklich das Gefühl, je mehr er darüber erzählt, mein Gefühl ist gerade, die testen einfach dort Dinge aus, so Gedankenspiele, mit denen sie vielleicht irgendwann mal auch in dem globalen Server, sag ich mal, was machen wollen und testen da, okay, ist das schlau oder ist das nicht schlau? Was sie hier vielleicht nicht machen wollen, wegen zu großem Risiko, machen sie da einfach. Also, das ist jetzt nur ein Wild Guess von mir, ne? Aber so sieht's gerade aus. I thought this was pretty wild until I noticed that the King and Princess Towers also had almost double the HP. Okay, nevermind, warum das denn? I'm not entirely sure what the point of this was. Okay, es gibt ein paar, okay, wenn es ein Bug war, dann habe ich es gesagt, okay, interessant. More HP and do more Wir damage, wissen es nicht, but aber also cards okay. wouldn't matches feel the exact same, just different numbers. I don't know. Not like it matters anyway, because that all vanished in the Path of Legends update, which brought the game up to speed with the rest of the world. But as far as I've seen, much of the monetization we discussed earlier has remained in the game, and local players are not happy with it. Many Das of the ist wirklich, reviews natürlich sind die Champions dumm. Warum sollten die das anders machen? Vor allen Dingen diese Spieler kennen ja das alte System noch und werden von einem auf den anderen Tag, ohne dass sie die Wahl haben, einfach rübergeschifft auf den anderen Server. Das ist krass. kind of complain of how terrible the matchmaking has been ever since these servers switch, which is most likely due to the massive decline in the player base. Having your own version in just one country is bound to have some effect on matchmaking. Krass, stimmt. Na klar, Clash Royale ist nicht mehr global, heißt die Spielerzahlen auf diesem Server, auf diesem China-Server, der Rest der Welt alles gut, ja, weil da sind genug Spieler, aber wenn du nur ein Land einen eigenen Server hat, dann ist das schon wirklich krass. But most importantly, they also seem to hate the monetization, many expressing that you need to spend money to have fair matchups. Scrolling through the reviews in the Chinese Tencent App Store reminded me of the times when players in the rest of the world turned against Supercell for various reasons. But at least then, Supercell was listening and responding to the community. Whereas players in these reviews will in China scheint jetzt offenbar gar nichts zu passieren. Be left unread by the very company responsible for the changes. Aside from new monetization methods and gameplay changes, there are also a handful of differences that are smaller or don't really fit in any other categories. For example, after maintenance breaks, it seems they do get compensation in the form of keys, gold, or whatever they feel like giving away, I guess. You can buy up to 6 emotes, pretty interesting, and I wouldn't be surprised if this made it into the global version one day. One of the most known changes is the poison spell, which is known as the damage potion here. The card artwork has been. Die haben einfach keinen Giftzauber und der Giftzauber ist grün. Das ist also, ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist auch wild. Changed to green, and it also appears green in the game. This is because there's something weird about the color red in China. I won't get into that right now, but swapping the color red for something else is pretty common in games there. Another example of this is the overtime. The box with the timer turns blue, and usually the screen flashes red for overtime. Well, here it flashes blue. There are some extra settings related to price. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ist halt nicht nötig, aber sieht jetzt erstmal refreshing aus, aber ich glaube, das würde man auch nicht umgewöhnen wollen.
privacy, it seems you can toggle your profile visibility, opt in or out of the leaderboard, and also toggle whether players can spectate you. Okay. You cannot change the in-game language, it's locked to obviously, ne? Ist halt ein China-Server. Chinese. And finally, for the settings, there is no API token. Okay, krass. Also es gibt man kann also praktisch keine Stats auf dem China-Server erheben. Und das ist auch das Ding, weshalb die Meta da eine teilweise völlig andere ist. Das wissen wir ja schon, weil in den World Finals in Clash Royale, die ja am 24. bis zum 26. in der CRL Einzelspielerwettbewerb in Helsinki stattfinden, sind ja 14 aus der ganzen Welt und 2 Spieler aus China. Und die haben teils eine völlig andere Meta da, weil es eben einfach keine solchen Statistiken gibt, weil es weniger Spieler sind und so weiter. Das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. There is no API access. Basically, that means websites that can track your stats or chat cycle die gibt's nicht. do not work there. The support button that usually leads to Supercell's support leads to Tencent in this version. And lastly, there are no local leaderboards. Ja, ist ja klar, ist ja nur ein Server. Das ist obvious. This one is pretty obvious. I mean, the game is intended to be played only in China, so there is no point in having a global or local leaderboards. Macht Sinn. It's all just one leaderboard. Ja. After concluding my research on this topic, I realized Clash Royale could be way worse, at least in the global version. Nun, ja, okay, Clash Royale, ja, aber das ist ja kein Argument. Also nur weil weil sie jetzt auf einem Server irgendwie Müll bauen, kann man jetzt nicht sagen, ja, wir sollten zufrieden sein damit, dass sie das und das und das falsch machen. Also das ist jetzt, ja, klar, kann schlechter sein, aber ich glaube nicht, dass es in der globalen Welt diese ganzen Änderungen so aufgenommen würden. Und Supercell macht das wahrscheinlich da auch nur wegen irgendwelchen Regularien. Ich weiß es nicht. And you can still be a free-to-play player without feeling like you're at a huge disadvantage. A lot of the changes in this version were purely based on money and were incredibly unnecessary. And it's pretty unfortunate for the players there. But Clash Royale isn't the only Supercell game facing these issues in China, so perhaps in my next investigation or... Das ist krass. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Daumen nach oben, dass es euch gefallen hat. Originalvideo in der Beschreibung abchecken. Haut rein. Danke fürs Dabeisein. Bis dann.